Deutsch lernen durch Hören. Viktors Vermieter. Viktor ist vor 2 Wochen in seine neue Wohnung gezogen. Er fühlt sich dort sehr wohl. Auch sein Vermieter scheint ein netter Mensch zu sein. Doch heute passiert etwas Seltsames. Mitten in der Nacht klingelt es an Viktors Wohnungstür. Viktor hat einen guten Schlaf. Er wacht nicht sofort auf. Aber das Klingeln hört nicht auf. Endlich erwacht Viktor. Was ist denn los? Es ist doch erst 2:30. Wer kann das sein? Viktor steht müde auf und öffnet die Tür. Vor ihm steht Herr Müller, Viktors Vermieter. Herr Müller murmelt etwas. Viktor versteht ihn nicht. Was ist los, Herr Müller? Ist etwas passiert? Aber Herr Müller reagiert nicht. Er geht einfach an Viktor vorbei in die Wohnung. Im Wohnzimmer setzt er sich auf das blaue Sofa. Viktor folgt ihm. Herr Müller? Sein Vermieter reagiert immer noch nicht. Viktor macht das Licht an. Jetzt bemerkt er, dass Herr Müller einen starren Blick hat. Herr Müller? Sind Sie wach? Sein Vermieter reagiert auch jetzt nicht. Ach du meine Güte, ich glaube, Herr Müller ist ein Schlafwandler. Er läuft im Schlaf. Das ist ja gefährlich. Ich habe gelesen, dass man solche Leute nicht wecken soll. Vielleicht hilft es, wenn ich ihn hinlege. Viktor will Herrn Müller aufs Sofa legen. Das ist sicherer. Vielleicht schläft er dann weiter. Herr Müller liegt jetzt auf dem Sofa. Viktor deckt ihn mit einer Wolldecke zu. Er selbst kann jetzt nicht mehr schlafen. Viktor macht sich eine große Tasse Tee und setzt sich auf den Sessel. Er beobachtet seinen Vermieter. Herr Müller scheint tief und fest zu schlafen. Das ist ja wieder gut gegangen. Gut, dass er zu mir gekommen ist. Wenn er auf der Straße gelandet wäre, wäre es gefährlich geworden. Am nächsten Morgen kann sich Herr Müller an nichts mehr erinnern. Aber er ist dankbar, dass Viktor sich um ihn gekümmert hat. Ich habe diese Krankheit schon sehr lange. Deshalb schließe ich meine Wohnungstür immer ab. Den Schlüssel verstecke ich in der Kaffeedose. So kann ich wenigstens nicht im Schlaf aus der Wohnung herauslaufen. Ich habe ihn wohl letzte Nacht vergessen. Vielen Dank für die Hilfe. Viktor muss lachen. Herr Müller, Sie sind der seltsamste Vermieter, den ich je hatte. Kommen Sie, trinken wir einen Kaffee zusammen. Wenn Sie noch einmal nachts bei mir klingeln, weiß ich, was los ist. Das Sofa ist jederzeit für Sie reserviert. Tödlicher Unfall. Viktor wohnt in einer kleinen Wohnung. Sie liegt an der Hauptstraße. Sein Vermieter, Herr Müller, leidet an einer seltenen Krankheit. Er ist Schlafwandler. Oft steht er nachts auf und läuft umher, ohne es zu merken. Das ist kein großes Problem, solange er in seiner Wohnung bleibt. Aber manchmal vergisst Herr Müller, die Wohnungstür abzuschließen. Dann wird es gefährlich. Viktor hat Herrn Müller schon an den seltsamsten Orten gefunden. Im Treppenhaus, im Fahrradkeller und auf der Kinderschaukel im Garten. Viktor kann heute nicht schlafen. Er hat noch spät Kaffee getrunken und ist jetzt hellwach. Ich werde mich noch kurz auf den Balkon setzen. Vielleicht macht mich die Nachtluft müde. Viktor setzt sich auf seinen Stuhl und schaut auf die Straße. Es ist 1 Uhr nachts. Die meisten Menschen schlafen um diese Zeit. Eine schwarze Katze schleicht umher. Gelegentlich fährt ein Auto vorbei, aber sonst ist es ziemlich still. Plötzlich fällt ein Lichtstrahl auf den Bürgersteig vor Viktors Haus.
Jemand hat die Haustür geöffnet und kommt aus dem Haus. Oh nein, bitte nicht. Das ist wieder Herr Müller. Der geht auf die Straße. Viktor reagiert sofort. Er rennt seinem Vermieter hinterher. Ich muss ihn ins Haus holen. Wenn jetzt ein Auto kommt, ist es vorbei. Herr Müller balanciert auf der Straße auf der Fahrbahnmarkierung. Herr Müller, wachen Sie auf! Doch Herr Müller ist nicht ansprechbar. Viktor nimmt ihn am Arm. Er will ihn zurück auf den Bürgersteig ziehen. Da kommt ein Auto um die Ecke. Es fährt viel zu schnell. Das Auto trifft Herrn Müller an der Hüfte. Er wird durch die Luft geschleudert. Jetzt ist er wach. Mein Gott, Herr Müller! Viktor schaut sofort nach ihm. Sie sind verletzt. Ich rufe den Krankenwagen. Aber Sie haben großes Glück gehabt. Das hätte ein tödlicher Unfall werden können. Herr Müller schaut sich um. Oh mein Gott. Danke, Viktor. Sie haben mich wieder einmal gerettet. Was würde ich ohne Sie machen? Viktor nickt. Ab heute werde ich jeden Abend kontrollieren, ob Sie Ihre Tür auch wirklich abgeschlossen haben. So kann es nicht weitergehen. Herr Müller stimmt zu. Das ist sehr freundlich. Ich werde Ihnen die Miete etwas reduzieren. Dann sind Sie ab heute offiziell mein Leibwächter. Jetzt müssen beide lachen. Aber lassen Sie sich erst einmal im Krankenhaus untersuchen. Der Krankenwagen kommt gleich. Wie ärgerlich! Lisa und Tom wollen heute einen Ausflug machen. Sie möchten in den Zoo gehen. Tom liebt Tiere. Er freut sich schon seit Tagen auf den Zoobesuch. Tom holt ihre Fahrräder aus dem Keller. Die beiden radeln gut gelaunt los. Plötzlich ruft Lisa: Tom, bleib stehen! Mein Rad hat einen Platten. Ich kann nicht weiterfahren. Tom schaut sich den Schaden an. Da ist ein Loch im Reifen. Das müssen wir reparieren. Ich habe allerdings kein Werkzeug dabei. Und das Flickzeug ist auch zu Hause. Lisa ärgert sich. Wie ärgerlich! Dann können wir den Zoobesuch vergessen. Aber Tom gibt nicht auf. Hier ist eine Bushaltestelle. Wir schließen die Räder an und fahren mit dem Bus in den Zoo. Auf dem Rückweg holen wir die Räder. Wir schieben sie nach Hause. Morgen helfe ich dir, den Reifen zu flicken. Endlich kommen die beiden am Zoo an. Hier wartet schon das nächste Ärgernis auf sie. Die Schlange vor der Kasse ist sehr lang. Lisa und Tom müssen fast eine Stunde warten. Dann können sie schließlich den Zoo betreten. Das hat lange gedauert. Aber jetzt sind wir endlich drin. Lass uns bitte zuerst zu den Affen gehen. Tom geht bereits in Richtung des Affengeheges. In diesem Moment beginnt es zu regnen. Lisa ruft: Oh nein, meine Frisur! Wie ärgerlich! Wir müssen uns irgendwo unterstellen. Aber Tom läuft schnell zum Kiosk. Dort kauft er 2 Regenschirme. Bitte schön, meine Liebe. Wir können ganz entspannt weitergehen. Lisa schaut sich die Schirme an. Was für eine gute Idee. Jetzt haben wir sogar noch ein Andenken an den Zoo. Also, lass uns losgehen. Tom und Lisa merken schnell, dass der Regen auch Vorteile hat. Die meisten Besucher bleiben nämlich bei den überdachten Bereichen. Die beiden können sich in aller Ruhe die Tiere ansehen. Bei den Eisbären treffen sie sogar einen Tierpfleger. Er hat etwas Zeit und kann ihre Fragen beantworten. So ist aus den ganzen Ärgernissen doch noch etwas Schönes entstanden. Tom lacht. Ja, genau. Man muss nur alles positiv sehen und sein Bestes geben.
Jetzt kaufen wir uns noch eine große Portion Pommes frites. Den Tag müssen wir einfach feiern. Fortsetzung folgt. Ab 19 Uhr. Tom und Lisa kommen gerade von einem Zoobesuch heim. Tom öffnet die Wohnungstür. Ach du meine Güte, Lisa, komm schnell! Lisa ist sofort bei ihm. Sie kann vor Schreck nicht reden. In der Wohnung ist alles kaputt. Es liegen Glasscherben auf dem Teppich. Der Tisch im Wohnzimmer ist umgekippt. Die Sessel sind aufgeschnitten. In der Küche liegt das Besteck auf dem Boden. Tom, das müssen Einbrecher gewesen sein. Hast du die Wohnungstür nicht richtig abgeschlossen? Doch, natürlich habe ich abgeschlossen. Schau mal, die Tür ist aufgebrochen worden. Ich rufe jetzt sofort die Polizei an. Die Polizei ist schnell vor Ort. Die Beamten nehmen von Tom und Lisa Fingerabdrücke. Sie fotografieren die Schäden. Ich verstehe nicht, was die Einbrecher hier wollten. Wir haben nicht viele Wertsachen. Alle Möbel sind aus dem Second-Hand-Laden. Und die Computer sind uralt. Bargeld oder Schmuck haben wir nicht. Lisa ist ratlos. Ein Polizist klärt sie auf. Einbrecher suchen zuerst nach Wertsachen, aber wenn sie nichts finden, dann werden sie wütend. Oft verwüsten sie dann die ganze Wohnung, so wie bei Ihnen. Sie sollten jetzt unbedingt den Schlüsseldienst anrufen. Das Schloss an der Tür muss ausgewechselt werden. Tom ruft bei einem Schlüsseldienst an. Ja, wir können zu Ihnen kommen, aber das geht erst ab 19 Uhr. Wir haben noch andere Notfälle heute. Bitte haben Sie etwas Geduld. Mittlerweile ist es 22 Uhr. Lisa und Tom haben in der Wohnung aufgeräumt. Zum Glück ist wirklich nichts gestohlen worden. Es ist ein Vorteil, wenn man wenig Wertvolles besitzt. Aber mein Lieblingssessel ist zerstört. Das macht mich traurig. Vielleicht kann ich das Polster wieder nähen. Tom nickt. Ja, das versuchen wir. Wir können ihn neu beziehen. Mich ärgert nur, dass der Schlüsseldienst immer noch nicht da ist. Ich würde gerne jetzt ins Bett gehen. Er sagte doch, er käme um 19 Uhr. Aber Lisa hat beim Telefonieren besser zugehört. Nein, Tom, er sagte ab 19 Uhr. Das heißt, er kommt nicht vor 19 Uhr. Er hat nicht gesagt, wie spät es wirklich wird. Kurz darauf klingelt es. Der Schlüsseldienst ist endlich da. Das Schloss ist schnell repariert. Lisa und Tom können ins Bett gehen. Aber schlafen können sie dennoch nicht. Ich fühle mich nicht wohl hier. Der Einbrecher könnte wiederkommen. Tom, lass uns bitte morgen nach einer anderen Unterkunft suchen. Meine Nerven müssen sich erst wieder beruhigen. Tom verspricht. Ich kümmere mich darum. Jetzt komm her, ich halte dich ganz fest. So schnell wird der Einbrecher nicht zurückkommen. Fortsetzung folgt. Notunterkunft. Lisas und Toms Wohnung wurde gestern von Einbrechern verwüstet. Das Türschloss wurde abends noch ausgewechselt. Aber Lisa fühlt sich noch unsicher. Ich muss das erst verarbeiten. Ich habe Angst in der Wohnung. Mein Arzt sagt, das sei normal. Ich soll mir für eine Weile eine Notunterkunft besorgen. Tom googelt bereits. Schau mal, in der Webergasse 24 ist eine Notunterkunft. Wollen wir uns die gleich mal anschauen? Kurz darauf stehen die beiden vor dem Haus Nummer 24 in der Webergasse. Notunterkunft steht am Eingang.
Lisa klingelt. Ein junger Mann öffnet die Tür. Tom erklärt dem Mann, warum sie hier sind. Der junge Mann bittet die beiden in sein Büro. Sie sind hier eigentlich an der richtigen Adresse gelandet. Wir helfen Menschen, die ihre Wohnung verloren haben oder solchen, die vorübergehend Schutz benötigen. Allerdings sind wir voll belegt. Es ist Herbst. Viele Obdachlose suchen jetzt Zuflucht bei uns. Es wird ihnen zu kalt. Sie möchten nicht mehr draußen schlafen. Können Sie nicht in ein Hotel ziehen? Oft zahlt das die Versicherung. Tom schüttelt den Kopf. Wir haben keine Versicherung. Wir haben wenig Geld. Ein Hotel ist für uns viel zu teuer. Was machen wir denn jetzt? Der junge Mann versucht sein Bestes. Er telefoniert mit anderen Notunterkünften in der Stadt. Aber alle sind bis zum letzten Platz belegt. Sie sollten im Sommer kommen, dann ist es hier nicht so voll. Das ist ja ein sehr guter Tipp. Lisa seufzt. Soll ich das an die Wohnungstür schreiben? Bitte brechen Sie nur im Sommer ein. So etwas kann man sich ja nicht aussuchen. Tom versucht, sie zu beruhigen. Nicht aufregen, Lisa. Uns wird schon etwas einfallen. Der Mann kann doch nichts dafür. Er wollte uns helfen. Aber zaubern kann er auch nicht. Vielen Dank erstmal. Wir suchen weiter. Bisher haben wir immer für alles eine Lösung gefunden. Ich rufe nachher meine Oma an. Die weiß immer den besten Rat. Fortsetzung folgt. Dann eben bei der Oma. Lisa möchte für eine Weile nicht in ihrer Wohnung wohnen. Es wurde eingebrochen. Lisa fühlt sich noch nicht wieder sicher dort. Sie haben sich bereits bei den Notunterkünften ihrer Stadt erkundigt. Aber da ist zurzeit alles belegt. Tom ruft jetzt seine Oma an. Hallo Oma, hier ist Tom. Geht es dir gut? Ja, das stimmt. Ich habe mich lange nicht gemeldet. Sag mal, hast du heute Zeit? Wir würden dich gerne besuchen. Ja klar, wir bringen Kuchen mit. Sehr gerne. Also dann bis gleich. Tschüss, Oma. Tom beendet das Gespräch. Wir können Sie besuchen. Wir sollen Kuchen mitbringen. Lisa, pack doch deine Zahnbürste ein. Vielleicht darfst du heute Nacht bei ihr bleiben. Lisa hält das für eine gute Idee. Sie packt ihre Kosmetiktasche und Wäsche zum Wechseln in ihren Rucksack. Dann fahren sie mit dem Bus zu Toms Oma. Die Oma wohnt in einem Vorort. Dort ist es angenehm ruhig. Hoffentlich gibt es hier keine Einbrecher. Lisa sieht sich um. Seit dem Einbruch ist sie ängstlich geworden. Oma erwartet sie schon an der Haustür. Tom, du bist aber groß geworden. Ich habe dich lange nicht gesehen. Tom hat ein schlechtes Gewissen. Er hat die Oma lange nicht mehr besucht. Kommt rein, Kinder. Du bist Lisa? Schön, dich endlich kennenzulernen. Kaffee ist schon fertig. Tom gibt seiner Oma den Kuchen. Oh, Kirschkuchen, wunderbar. Setzt euch doch. Während sie den Kuchen essen, erzählt Tom seiner Oma, was mit seiner Wohnung passiert ist. Lisa hat jetzt Angst, dort zu schlafen. Er hofft, dass seine Oma Lisa anbietet, bei ihr zu übernachten. Aber die Oma ist schlau. Sie weiß genau, dass Tom sie nur besucht, weil er ihre Hilfe braucht. Sie möchte ihn noch eine Weile im Ungewissen lassen. So. Ja, das ist eine sehr unangenehme Situation. Was wollt ihr denn nun tun? Die Notunterkünfte sind jetzt im Herbst sicher schon voll belegt. Ein Hotel ist teuer. Tom schaut Lisa an. Diese zuckt nur mit den Schultern. Es ist ihr peinlich, die alte Dame um Hilfe zu bitten. Oma,
Darf Lisa vielleicht ein paar Nächte bei dir schlafen? Jetzt schaltet sich Lisa ein. Oh bitte, ich könnte dir im Haushalt helfen. Ich habe wirklich Angst in unserer Wohnung. Oma hat ein gutes Herz. Natürlich darfst du hier schlafen. Im Wohnzimmer ist ein Sofa. Das kannst du benutzen. Den Haushalt schaffe ich alleine. Aber du kannst mein Fahrrad reparieren. Ich bin neulich über Glasscherben gefahren. Der Reifen muss geflickt werden. Lisa ist erleichtert. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Tom schämt sich sehr. Er nimmt sich vor, seine Oma in Zukunft viel öfter zu besuchen. Sie ist doch wirklich eine sehr nette Frau. Fortsetzung folgt. Kostet das extra? Lisa wohnt ein paar Tage lang bei Toms Oma. Sie hat immer noch Angst, nach dem Einbruch in ihre Wohnung zurückzukehren. Ihr Freund Tom lebt dort jetzt so lange alleine, bis Lisa ihre Angst überwunden hat. Oma mag Lisa sehr. Du bist wie ein zweites Enkelkind. Ich habe ja sonst nur Tom, und der meldet sich kaum bei mir. Alte Menschen sind langweilig für junge Leute. Lisa fühlt sich bei Toms Oma sehr wohl. Sie bietet ihr Hilfe im Haushalt an. Aber das will Oma nicht. Ich kann das alles alleine. Aber Lisa darf kleine Reparaturen erledigen. Sie hat den Reifen an Omas Fahrrad geflickt. Die Waschmaschine hat sie ebenfalls repariert. Und der Wasserhahn im Badezimmer tropft jetzt auch nicht mehr. Oma gibt Lisa viele Tipps. Sie möchte, dass Lisa ihre Angst überwindet. Sie erzählt viel aus ihrem Leben. Es gab oft Situationen, in denen ich ängstlich war. Aber mit viel Mut und Vertrauen habe ich alles geschafft. Und du wirst es auch schaffen. Heute sind Lisa und Toms Oma in der Innenstadt unterwegs. Oma braucht neue Schuhe. Schuhe möchte ich immer selbst anprobieren. Meine Füße sind sehr empfindlich. Nach längerem Suchen finden sie ein paar bequeme Winterschuhe für die Oma. Als sie an der Kasse bezahlen wollen, fragt die Verkäuferin, ob sie den Karton haben möchten. Ja, sehr gerne. Ich kann ihn gut gebrauchen, sagt Oma. Die Verkäuferin antwortet. Das kostet dann 2 € extra. Oma ist erstaunt. Wie bitte? Ich habe mich wohl verhört. Sie klopft auf ihr Hörgerät. Kostet das extra? Sie werfen die Kartons doch ohnehin weg. Die Verkäuferin lächelt. Das war früher tatsächlich so, aber heute benutzen wir alle Kartons mehrfach. Wir wollen die Umwelt nicht mehr als nötig belasten. Möchten Sie den Schuhkarton trotzdem haben? Oma schüttelt den Kopf. Nein, ich hätte ihn gerne für meine Halstücher gehabt. Sie liegen immer so unordentlich im Regal. Aber 2 € für einen Karton sind mir zu teuer. Lisa steckt die Schuhe in ihren Rucksack. Auf dem Rückweg hat sie eine Idee. Sie wird einen Kasten für die Halstücher bauen. Im Haus gibt es genug Holz und Werkzeug. So kann sie sich für Omas Hilfsbereitschaft bedanken. Fortsetzung folgt. Schwierige, nette Nachbarn. Lisa steht in der Garage bei der Oma ihres Freundes Tom. Sie möchte für die Oma etwas bauen. Oma braucht einen Behälter für ihre vielen Halstücher. In der Garage lagert Oma Werkzeug, alte Möbel und andere Gegenstände. Lisa findet eine kaputte Kommode.
Die Schubladen sind noch brauchbar. Diese Schublade nehme ich. Daraus baue ich einen kleinen Kasten. Den male ich schön an. So kann ich mich für Omas Großzügigkeit bedanken. Immerhin wohne ich schon 3 Wochen bei ihr. Aber morgen ziehe ich zurück in meine Wohnung. Oma hat recht. Man darf sich von seiner Angst nicht besiegen lassen. Der Einbrecher kommt sicher kein zweites Mal zu uns. In der Garage ist es dunkel. Die Lampe ist defekt. Lisa nimmt das Werkzeug und die Schublade mit nach draußen. Hier kann sie besser sehen. Als sie gerade anfängt, die Schublade in 2 Teile zu zersägen, kommt ein Nachbar um die Ecke. »Hallo, junge Frau, was machen Sie denn da?« Lisa erklärt ihr Vorhaben. »Ja, aber warum zersägen Sie die schöne Schublade?« Lisa erklärt dem Nachbarn erneut, was sie vorhat. »Ja, aber die Schublade ist doch noch so gut erhalten. Die können Sie doch nicht zersägen.« Lisa versucht ein 3. Mal, dem Nachbarn ihr Projekt zu erläutern. Aber der Nachbar will es einfach nicht begreifen. »Warten Sie mal, junge Frau, ich helfe Ihnen.« Lisa gibt auf. Der Mann will ihr nur helfen. Vielleicht kann er ihr wirklich einen guten Rat geben. Der Nachbar hat tatsächlich eine gute Idee. Sie brauchen die Schublade gar nicht zu zersägen. Sie hat genau die richtige Größe für Halstücher. Man kann die Tücher ordentlich falten und dann hineinlegen. Ich würde nur die Vorderseite schön verzieren. Hier liegen so viele Knöpfe herum. Die können Sie als Dekoration verwenden. Einfach aufkleben. Ich habe guten Klebstoff zu Hause. Warten Sie kurz, ich komme gleich wieder. Lisa seufzt. Eigentlich wollte sie das Kästchen für die Oma ganz alleine bauen. Nette Nachbarn sind manchmal ganz schön schwierig, aber was soll's. Vielleicht bekommt er auch nur selten Besuch. Er ist wahrscheinlich froh, wenn er sich unterhalten kann. Ich frage die Oma, ob wir ihn einmal zum Kaffee einladen können. Das würde beiden helfen, denn ab morgen ist die Oma wieder alleine im Haus. Vielleicht kann er bei der Gelegenheit auch die Lampe in der Garage reparieren. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und dann der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, jetzt mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das
Vormittagsschauer. Elli Müller ist Bäckerin. Sie hat eine kleine Bäckerei in der Altstadt. Dort stehen auch ein paar Stehtische. Hier können die Kunden ihre schnellen Kaffee trinken. Ich finde es nicht schön, wenn die Leute ihren Kaffee in Pappbechern mitnehmen. Kaffee sollte man in Ruhe genießen. Außerdem verursacht Coffee to go eine Menge Müll. Außerdem kaufen die Kunden gern ein Stück Kuchen, wenn sie den Kaffee bei mir trinken, sagt Elli immer. Heute ist das kleine Stehcafé voll. Alle Tische sind besetzt. Elli wundert sich. Eine Kundin erklärt ihr: Der Wetterbericht hat für heute Vormittag Regenschauer angekündigt. Wir wollen uns nur rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Wetterbericht hat immer recht. Doch der Himmel ist blau. Keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen. Elli ist zufrieden. Es ist mir egal, ob die Leute den Wettervorhersagen mehr glauben als ihren eigenen Augen. Regen belebt das Geschäft. Plötzlich tropft Wasser auf die Verkaufstheke. Auch die Kunden an den Stehtischen werden unruhig. Es regnet. Es tropft auf meinen Kuchen. Was ist denn hier los? Elli schaut nach oben. An der Decke ist ein großer Wasserfleck zu sehen. Oh mein Gott, das kommt aus der Wohnung über uns. Frau Weber hat bestimmt das Wasser laufen lassen. Ich schaue mal schnell, ob ich helfen kann. Frau Weber öffnet Elli die Tür. Sie ist verzweifelt. Ich kann den Wasserhahn nicht mehr zudrehen. Bitte helfen Sie mir. Elli rennt ins Badezimmer. Die Badewanne ist randvoll. Auch auf dem Boden ist Wasser. Sie dreht den Wasserhahn wieder zu. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir das Wasser vom Boden entfernen. Bitte bringen Sie mir alle Handtücher, die Sie haben. Nach einer Weile ist das Wasser wieder weg. Eigentlich ist es ganz lustig. Die Gäste sind extra in mein Café gekommen, weil sie Angst vor dem Regen hatten. Jetzt sind sie trotzdem nass geworden. Elli lacht. Naja, wenn der Wetterbericht sagt Vormittagsschauer, dann erwischt es uns auf jeden Fall, egal ob drinnen oder draußen. Hör auf zu schreien. Marvin geht im Park spazieren. Es ist ein schöner Sonntagmorgen im Oktober. Um diese frühe Uhrzeit sind nur wenige Menschen unterwegs. Ein paar Jogger und ein Mädchen mit einem kleinen Hund an der Leine kommen ihm entgegen. Marvin genießt die Stille und die frische Luft. Plötzlich hört er jemanden rufen. Hör auf zu schreien! Marvin schaut sich um, aber er sieht niemanden. Hör auf zu schreien! Marvin überlegt. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte jemand aufhören zu schreien? Niemand schreit, nur derjenige, der schreit. Das ist sehr merkwürdig. Marvin ist neugierig. Er will es genau wissen. Hör auf zu schreien! Er folgt der Stimme. Es ist nicht ganz klar, ob ein Mann oder eine Frau ruft. Als Marvin unter einer großen Buche steht und sich umsieht, fällt ihm plötzlich etwas Nasses auf den Kopf. Auch das noch. Da hat mir ein Vogel auf den Kopf. Hör auf zu schreien! Ertönt es wieder, diesmal direkt über ihm. Marvin geht ein paar Schritte zurück und schaut zum Baum hinauf. Dort sitzt ein großer grauer Papagei. Er schaut Marvin an. Hör auf zu schreien! In diesem Moment kommt eine ältere Dame auf Marvin zu. In der Hand hält sie einen kleinen Vogelkäfig. Haben Sie meine Lori gesehen?
Sie ist mir weggeflogen. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Sie kann sprechen. Wieder schreit der Papagei. Hör auf zu schreien! Marvin zeigt nach oben. Da sitzt ein Papagei auf der Buche. Ist das die Lori? Sie schaut in die Baumkrone. Ja, das ist sie. Lori, komm endlich runter. Hier draußen ist es viel zu kalt. Du musst in deinen Käfig. Aber Lori setzt sich nur von einem Fuß auf den anderen und legt den Kopf schief. Hör auf zu schreien! Marvin fragt, ist das der einzige Satz, den der Vogel sprechen kann? Die Dame schaut verlegen. Nein, er kann noch viel mehr. Aber Lori schreit immer so laut. Das stört die Nachbarn sehr. Deshalb schimpfe ich mit ihr. Ich sage immer, dass sie aufhören soll zu schreien. Diesen Satz hat sie sich gemerkt. Marvin lacht. Sie kann ihre Stimme hervorragend nachahmen. Soll ich hochklettern und sie runterholen? Der Vogel im Baum lässt sich widerstandslos einfangen und in den Käfig stecken. Sofort fängt er laut an zu schreien. Nüsse! Lori will Nüsse! Die Dame will schon antworten, hör auf zu schreien, muss dann aber über sich selbst lachen. Sie deckt den kleinen Käfig mit einem Tuch zu. Junger Mann, vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt muss ich schnell nach Hause. Lori erkältet sich sonst. Auch Marvin lacht. Wenn sie sich erkältet, kann sie wenigstens nicht mehr so laut schreien. Aber man will ja, dass das Tier gesund bleibt. Du hast absolut recht. Es ist Herbst. Jasmin und Sabine sitzen auf einer Parkbank. Jasmin redet heute nicht viel. Was ist los mit dir? Hast du schlechte Laune? Sabine macht sich Sorgen. Sonst ist Jasmin immer sehr gesprächig. Nein, ich habe keine schlechte Laune. Ich bin nur traurig. Heute Morgen habe ich die Zeitung gelesen. Da ist mir aufgefallen, dass es genauso viele Geburten wie Todesfälle gibt. Das ist doch schrecklich. Jedes Mal, wenn jemand geboren wird, stirbt auch jemand. Das macht mich traurig. Sabine denkt nach. Du hast völlig recht. Das ist wirklich traurig. Aber so ist das Leben. Wir können nichts dagegen tun. Eine Weile sitzen die beiden schweigend nebeneinander. Sie beobachten die Spaziergänger. Schau mal da drüben. Jasmin deutet auf einen alten Mann im Rollstuhl. Eine junge Frau schiebt ihn. Die Frau hat einen dicken Bauch. Sie ist eindeutig schwanger. Das passt genau zum Thema. Bald kommt ein Baby auf die Welt. Das ist wunderschön. Aber bald wird der alte Mann sterben. Das macht mich so traurig. Sabine überlegt. Aber wenn wir etwas nicht ändern können, dann müssen wir unsere Sichtweise ändern. Schau mal. Immer wenn jemand stirbt, wird irgendwo jemand geboren. Wenn du das so siehst, ist es gar nicht mehr so schrecklich. Dann ist es wunderschön. Es ist wie im Herbst. Die Blätter fallen von den Bäumen, alles wird kahl. Es sieht sehr traurig aus. Aber das ist nur die Vorbereitung für den nächsten Frühling. Alles wächst wieder neu. Jasmin schaut Sabine an. Du hast absolut recht. Man muss positiv denken. Komm, wir sammeln ein paar Kastanien. Die können wir in unseren Garten einpflanzen. Ich bin gespannt, ob im Frühling kleine Bäume daraus wachsen. Bomben im Garten. Es ist Frühling. Das Wetter ist sonnig und warm. Deshalb fegt Anna heute Nachmittag die Einfahrt. Das ist dringend nötig.
denn ein Vogel hat Dreck vom Dach in die Einfahrt geworfen. Annas Mann Uwe pflanzt neue Blumen in das Beet vor dem Haus. Am Morgen haben sie rote und gelbe Blumen gekauft. Die beiden sind so mit ihrer Arbeit beschäftigt, dass sie den Polizisten am Zaun gar nicht bemerken. »Hallo, ich muss Sie leider bitten, das Gelände für 2 Stunden zu verlassen. Im Garten gegenüber wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wird in Kürze entschärft. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie in der Zeit nicht in der Nähe sein«, erklärt der Polizist ruhig. Das macht Anna ein wenig Angst. Uwe hat gar nicht richtig zugehört. Er hat nur »im Garten gegenüber« gehört. Darum schaut er zum Garten auf der anderen Straßenseite. Was ist dort? Auf dem gepflegten Rasen liegt ein kleiner Erdhaufen. Aber sonst sieht alles gut aus. Wegen ein bisschen Erde auf dem Rasen kommt die Polizei bestimmt nicht. »Schatz, im Garten gegenüber liegt eine Bombe. Wir müssen hier weg. Ich hole die Autoschlüssel«, sagt Anna zu ihrem Mann. Uwe ist in Gedanken noch bei dem Erdhaufen. Er fragt sich, ob die Bombe darunter liegt. »So ein Quatsch«, sagt er zu sich selbst. »Machen Sie sich keine Sorgen«, sagt der Polizist. »Ab und zu werden noch Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Meistens können sie keinen Schaden mehr anrichten. Aber man weiß ja nie. Wenn Sie in Ihrem Garten auch eine Bombe finden sollten, rufen Sie uns an. Wir kümmern uns dann darum.« Jetzt versteht Uwe auch endlich, was los ist. Er steigt zu seiner Frau ins Auto. Sie fahren zu Annas Mutter. Dort warten sie, bis sie wieder nach Hause fahren können. Unfall in der Waschanlage. Mario und Luigi betreiben eine Autowerkstatt mit einer Waschanlage. Es gibt eine Waschstraße. Dort geht alles automatisch. Man kann sogar im Auto sitzen bleiben, während es gereinigt wird. Außerdem gibt es noch 2 Plätze, in denen die Besitzer ihre Wagen selbst säubern können. Dies ist billiger als die automatische Waschstraße. Werner fährt heute mit seinem alten Ford in die Waschanlage. Mario fragt: »Möchten Sie ein Ticket für die Waschstraße oder wollen Sie das Auto selbst waschen?« Werner überlegt. »Ich mache das selbst. Können Sie mir bitte diesen Geldschein in Münzen wechseln?« Er gibt Mario einen 10-Euro-Schein. Mario wechselt das Geld. Für die Anlage braucht man Münzgeld. Werner fährt seinen Wagen in den Waschplatz. Er macht alle Fenster zu. Dann steigt er aus und schließt die Tür. Er wirft 2 Euro in den Automaten und wählt die Schaumreinigung. Er dreht sich um und möchte mit der Wäsche beginnen. Aber sein Auto ist nicht mehr da. »Wo ist der Wagen? Er war doch eben noch hier!« Er bemerkt, dass sein Auto langsam rückwärts rollt. Dabei wird es immer schneller. »Ach du meine Güte, ich habe die Handbremse nicht gezogen!« Werner lässt den Wasserschlauch fallen. Er rennt dem Auto hinterher. Aber es ist zu spät. Mit einem lauten Krachen bleibt der Wagen an einer Mauer stehen. Werner schaut sich den Schaden an. Der Kofferraum ist völlig verbeult. Luigi kommt aus der Werkstatt heraus und läuft zu Werner. »Haben Sie die Bremse nicht angezogen? Wir haben doch extra ein Schild über dem Waschautomaten angebracht. Das Gelände ist abschüssig, so kann das Wasser besser ablaufen.« Werner antwortet: »Das Schild habe ich nicht gesehen. So ein Pech. Ich wollte den Wagen eigentlich heute verkaufen. Das kann ich jetzt wohl vergessen.«
Aber Luigi weiß einen Ausweg. Der Wagen ist sehr alt, Sie hätten keinen hohen Preis dafür bekommen. Aber ich kann Ihnen helfen, ihn in Einzelteile zu zerlegen. So bekommen Sie viel mehr Geld, als wenn Sie ihn komplett verkaufen. Werner nickt. Das ist eine gute Idee. Ich lasse ihn gleich hier. In diesem Moment kommt Mario dazu. Leute, ihr braucht jetzt erst einmal einen Espresso. Das beruhigt die Nerven. Hier, bitte. Ich gebe eine Runde aus. Liebe macht blind. Annika fühlt sich einsam. Sie ist vor kurzem mit ihren Eltern in ein kleines Dorf gezogen. Dort hat sie noch keinen Anschluss gefunden. Sie vermisst ihre Freunde aus der Stadt. Annikas Eltern überlegen, wie sie ihrer Tochter helfen können. Die Mutter versucht sie zu trösten. Wenn die Ferien zu Ende sind, findest du bestimmt neue Freunde in der Schule. Der Vater schlägt vor: Geh doch in den Sportverein, da sind viele Kinder in deinem Alter. Aber Annika will nicht in den Sportverein. Und bis zum Schulbeginn sind es noch 4 lange Wochen. Insgeheim überlegen die Eltern, Annika eine Katze zu kaufen. Dann hat sie etwas, um das sie sich kümmern kann. Heute geht Annika zum ersten Mal allein spazieren. Sie will die neue Umgebung erkunden. Eigentlich ist es ganz schön im Dorf, findet Annika. Der Wald ist nicht weit. Ich werde mir den Wald ansehen. Im Wald ist es schön ruhig. Es duftet nach Moos und Pilzen. Annika entdeckt winzige Erdbeeren, die herrlich duften und wunderbar schmecken. Es ist schön hier. Im Wald fühlt man sich nicht so einsam. Hier werde ich öfter hingehen. Plötzlich hört Annika ein Geräusch im Gebüsch. Sie schaut nach und entdeckt einen kleinen, struppigen Hund. Er wurde dort angebunden. Ach du meine Güte, du armes Tierchen. Wer macht denn so etwas? Komm her, mein Kleiner. Der kleine Hund ist sehr zutraulich. Annika beschließt, ihn mit nach Hause zu nehmen. Mama und Papa werden nichts dagegen haben. Annikas Eltern sind von dem Fund nicht so begeistert. Was für ein hässlicher Hund! Und wie er stinkt! Der muss erst einmal gebadet werden. Willst du den wirklich behalten? Da lachen dich doch alle aus. Annika findet den Hund gar nicht hässlich. Das ist der schönste Hund der Welt. Der Vater muss lachen. Ja, genau. Jeder kennt das. Liebe macht blind. Dagegen ist man machtlos. Vielleicht sieht er nach dem Baden etwas besser aus. Das Bad verändert den Hund leider nur wenig. Aber er ist lieb und lässt sich waschen und trocknen. Die Mutter gibt ihre Bedenken auf. Das wird nie ein schöner Hund, aber er ist wirklich ein lieber Kerl. Von mir aus darfst du ihn behalten. Zum Glück haben wir noch keine Katze besorgt. Das würde ein schönes Durcheinander geben. Auch der Vater stimmt zu. Annika freut sich. Jetzt bin ich nie mehr allein. Es ist mir egal, ob die Leute dich schön finden. Bello, du bist der Beste. Bello wedelt mit dem Schwanz, als ob er alles verstanden hätte. Sein Aussehen ist ihm egal. Hauptsache sein Magen ist voll und jemand liebt ihn. Voll Vertrauen. Vivian hat heute eine wichtige Prüfung in der Schule. Aber sie hat keine Lust zu lernen. Ihre Mutter macht sich Sorgen. Ach, Vivian, glaubst du, dass du die Prüfung ohne Vorbereitung schaffst? Chemie ist ein schweres Fach.
Vivian ist zuversichtlich. Ach, das schaffe ich schon. Ich habe ja im Unterricht aufgepasst. Ich vertraue auf das Schicksal. Ihre Mutter ist nicht überzeugt. Vertrauen ist gut, aber es ist besser zu lernen. Vivian ist ganz entspannt. Sie frühstückt in Ruhe. Dann packt sie ihre Tasche und geht zur Bushaltestelle. Ihre Mutter ruft ihr nach. Hast du auf den Fahrplan geschaut? Schaffst du es pünktlich zur Schule? Vivian dreht sich kurz um. Mach dir keine Sorgen, Mama. Der Bus kommt alle 15 Minuten. Vertrau mir. Ich schaffe das ganz sicher. Als der Bus kommt, steigt Vivian ein. Sie bemerkt, dass sie ihren Geldbeutel mit der Fahrkarte zu Hause vergessen hat. Oh, das ist dumm. Bei einer Kontrolle muss ich ein Bußgeld bezahlen. Aber es wird schon gut gehen. Ich vertraue einfach auf mein Glück. Vivian hat tatsächlich Glück. Heute ist keine Kontrolle im Bus. Sie kann ungestört bis zu ihrer Station fahren. Im Klassenzimmer sitzen die meisten Mitschüler schon auf ihren Plätzen. Die Lehrerin kommt und verteilt die Arbeitsblätter. Ihr habt jetzt 90 Minuten Zeit, dann sammle ich die Zettel wieder ein. Viel Glück! Vivian schaut sich die Aufgaben an. Das ist ganz schön schwer. Manche Fragen sind ganz einfach, aber bei den Aufgaben 4, 5 und 8 muss ich die Lösung raten. Da habe ich im Unterricht wohl nicht richtig aufgepasst. Jetzt muss ich mich wirklich auf mein Glück verlassen. Vivian hat Glück. Ihre Mitschülerin Nicole hat eine sehr große und schöne Handschrift. Vivian kann gut erkennen, was Nicole schreibt. Nicole hat in Chemie immer die besten Noten. Da lohnt sich das Risiko. Ich werde von ihr abschreiben. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die Lehrerin mich nicht erwischt. Die Lehrerin bemerkt nicht, dass Vivian von Nicole abschreibt. Als die Prüfung zu Ende ist, bedankt sich Vivian bei Nicole. Gut, dass du so eine schöne Handschrift hast. Ich habe die Aufgaben 4, 5 und 8 von dir abgeschrieben. Vielen Dank dafür. Nächstes Mal werde ich dir helfen. Nicole lacht. Gern geschehen, aber genau diese Aufgaben konnte ich auch nicht lösen. Ich habe mir einfach eine Lösung ausgedacht. Vivian erschrickt. Ach du meine Güte, das wird die Lehrerin sicher merken. Wenn sie 2 gleiche falsche Lösungen sieht, dann gibt's Ärger. Das nächste Mal verlasse ich mich lieber nicht auf mein Glück. Dann bereite ich mich besser vor. Worauf verlasst ihr euch, wenn ihr eine Prüfung schreiben müsst? Lernt ihr vorher oder vertraut ihr auf euer Glück? Ich verstehe nur Bahnhof. Diese Redewendung verwenden wir, wenn wir rein gar nichts verstehen. Zum Beispiel: Jonas will bei Mediamarkt eine neue Waschmaschine kaufen. Er hat aber gar keine Ahnung, welche Maschine er kaufen soll. Daher redet er mit einem der Mitarbeiter. Der erklärt ihm, welche Waschmaschine in dieser Woche im Angebot ist. Mit dieser Maschine kann man auch sehr viel Energie sparen, da sie das EU-Etikett Klasse A hat. Das ist auch besser für die Umwelt. Der Mitarbeiter erklärt ihm die weiteren Vorteile und technischen Funktionen der Waschmaschine, wie die automatische Waschmitteldosierung, die Wasserstoppfunktion und die Steuerung per App. Jonas jedoch versteht diese technischen Begriffe überhaupt nicht. Daher sagt er: Einen Moment bitte, ich verstehe nur Bahnhof.
Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein.